Ja, ich sage ganz anders sagen momentan. Aber rauchende Menschen gibt es auch. Das ist brutal. 19 Grad angeblich, von wegen. Das hört nicht auf. What is that? Guten Morgen! Chiang Mai um 4:50 Uhr morgens. Die Straßen sind leer, sieht man selten. Ja, es ist ja immer dieser Lärm hier und Motorengeknatter. Also so frei war hier die Highway oder diese Ringstraße noch nie. Ich kann hier links und rechts fahren. Gehört mir ganz alleine. Also da hat man immer zu tun, dass man irgendwie die Spur wechselt, weil ich komme immer von links und muss immer meistens ganz nach rechts, weil ich hier umkehre. Aber heute kein Problem, beziehungsweise jetzt um die Uhrzeit. Ja, und was mache ich hier eigentlich um die Uhrzeit? Warum liege ich nicht im Bett? Weil ich fahre heute zum Doi Inthanon. Doi Inthanon ist der höchste Berg Thailands und der liegt so auf 2585 Meter, glaube ich. Und der Anstieg alleine hat, glaube ich, an die 2000 Höhenmeter. Ja, das an sich wäre jetzt gar nicht so das Problem. Das Problem ist nur, dass er halt recht steil ist. Und vor allem die letzten 10 Kilometer, müssen brutal sein. Die sind irgendwie im zweistelligen Bereich ständig. Und ja, da muss man mal gucken, wie das wird. Ampel ist rot, die fahren einfach, ja, kann ja eigentlich auch machen. Ist sowieso kein Schwein außer mir unterwegs. Und ja, da gucken wir mal, wie es mir da geht. Also es hat 10 Grad oben auf dem Doi Inthanon. Ich habe die Windjacke mal dabei, lange Handschuhe habe ich nicht. Mal gucken, wie es wird, wie ich mich schlage. Ich werde berichten. Viel Spaß bei diesem Video. Es wird dunkel. Ja, ich muss jetzt hier die Canal Road ungefähr 60 Kilometer Richtung Süden fahren, bevor dann der Abzweig weggeht. Ich habe mich jetzt schon mal gegen die Windjacke entschieden, weil es ist brutal warm schon. Also was heißt brutal warm, aber es ist auf jeden Fall nicht vonnöten, jetzt eine Jacke anzuziehen. Es ist angenehm, keine Ahnung wie viel Grad, aber bestimmt 23, 24 Grad. Also kann man ohne Jacke jetzt schon fahren. Die ist dann nur für die Abfahrt vom Doi Inthanon geplant, weil da oben hat es laut Wettervorhersage 10 Grad und es wird eine frische Angelegenheit bergab. Lange Handschuhe habe ich jetzt deswegen nicht mitgenommen wegen der Einfahrt. Da müssen jetzt die kurzen reichen, aber Hauptsache ich habe eine Windjacke. Ja, da ist noch jemand unterwegs, noch so ein Verrückter. Oh, man sieht mich gar nicht. Ich sehe auch nichts mehr hier. Sieht man mich hier? Irgendwie auch nicht, ne? Ich bin jetzt hier unter einer Laterne, so ja, 35 Kilometer jetzt drin. Ja, Komoot jagt mich hier wieder über irgendwelche Seitenparallelstraßen zur Hauptverkehrsstraße. Das ist ja einerseits ganz schön, weil wenig Verkehr ist, aber auf der anderen Seite teilweise schlecht beleuchtet. Und ja, man weiß nie, welches Getier da so rumläuft. Da kommen dir auf einmal mal 2 Hunde entgegen oder eine Katze schläft auf der Straße und springt auf einmal auf. Also ja, es ist auf jeden Fall ereignisreich. Aber ja, jetzt muss ich mal weiter, weil es ist noch ein bisschen was zu fahren. Bis später.
So, Chom Thong ist erreicht, nach knapp 60 Kilometern. Da drüben geht es jetzt rein, diese unscheinbare Straße. So eine kleine, ja, so ein Schleichweg zur Internon-Straße. Also da muss ich nicht weiterfahren und rechts, sondern kann hier ein bisschen abkürzen. Allerdings muss ich jetzt erstmal hier den Highway überqueren und dann darüber. Und dann geht es langsam in den Nationalpark. Ja, das versteht Komoot wieder unter Rennradtauglich, ja, wenn man eine Rennradtour plant. Ja, schön abkürzen immer, aber dann kommen solche Dinger hier. Jetzt habe ich aber auch keine Lust. Hund, was sagst du dazu? Wie weit geht denn das? Ha? Geht es weit? Kann ich das mit dem Rennrad fahren? Ach, du schaust da weg, hast da keine Lust. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, da zurückzufahren zur Hauptstraße und dann wieder rum. Wir sind schon ein paar so Routen gefahren mit solchen Straßen, es geht schon, aber es ist halt ärgerlich. Ne? Ja, Mäusel, was sagst denn du? Ja, suchst du Frühstück? Ah. Da bist du echt im Nirgendwo. Erstmal pinkeln gehen. Ja, ist voll und ganz rennradtauglich hier. So, da vorne, da geht es jetzt wieder auf die Hauptstraße. Das war jetzt die super, hyper, duper Abkürzung von Komoot. Herzlichen Dank dafür. Falls ihr die Tour mal fahren wollt, fahrt auf dem Highway weiter und fahrt zum offiziellen Abzweig, wo die gelbe Straße auf der Karte dann abzweigt und nicht diese kleinen, weißen, undurchsichtigen. Ist nicht so toll hier. Hier war, glaube ich, auch noch kein Tourist. Das ist hier die Brücke. Hier geht das offizielle Strava-Segment übrigens los, wer das mal fahren will. Und hier vorne muss man rechts abbiegen, nicht geradeaus. Allerdings kommt man jetzt dann zum Gate, wo man Eintritt bezahlen muss, 300 Baht, das sind ca. 8 Euro. Wer also das Segment fahren will, der kehrt halt nochmal um und startet nochmal neu von da und hat dann schon das Ticket. Und wem es egal ist, der fährt halt einfach weiter. Also hier, das ist das Eingangstor zum Nationalpark. Hier muss man also zahlen, auch Radfahrer. Und dann geht's hier los, so langsam. Ja, also da muss man anscheinend nochmal das Ticket vorzeigen, da kommt nochmal ein Checkpoint und hier geht es gleich schon mal erste kleine Rampe hoch, aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Das Beste kommt am Schluss. Irgendwie so niemand interessiert, okay. Dann sind wir jetzt drin und los geht's. Burn.
jetzt habe ich mal eine Stelle zwischendurch, wo ich auch reden kann. So, jetzt sind wir auf 1020 Meter, 9:06 Uhr früh, Temperatur 20 Grad und Höhenmeter noch nicht mal 1000, 889. Also ist noch ein gutes Stück Arbeit vor mir. Jetzt wird es mal ein bisschen flacher hier. Und die Sonne kommt raus. Das war wichtig, weil die nächsten Tage war schlechtes Wetter vorhergesagt oder ist vorhergesagt. Und heute ist eigentlich der einzig gute Tag. Oh, er kann sogar freihändig jetzt fahren. Der einzig gute Tag, wo es geheißen hat, es ist klar, kein Regen, Sonne und so weiter. Also habe ich heute den Tag genutzt, weil jetzt habe ich nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag fliege ich ja schon heim. Von daher war das die letzte Möglichkeit und die habe ich jetzt heute noch genutzt. Und ja, jetzt geht's mal weiter. Hey, da ist eine Bike Lane. Einmal hier um den Rasen rum. Rauchende Menschen gibt es auch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Qualmt hier eine am Straßenrand. Warum die hier die Fahrbahn rot angepinselt haben, ist mir irgendwie auch ein Rätsel. Vielleicht als Warnsignal. Es geht bergab, steil, aber genauso gut geht's hoch. Bin mal gespannt auf die letzten 10 Kilometer. Vorhin stand ja 16. Bis zu den letzten 10 geht es ja so einigermaßen. Immer mal sogar kleine Abfahrten dabei. Wenn es hoch geht, dann aber gleich 13-14%. Jetzt haben wir gerade 10. Es geht noch. Aber der Schlussanstieg, der wird dann spaßig. Ja, 10 Kilometer stand da. Ich habe jetzt 1600 Höhenmeter im Sack und bin hier auf 16,66. 17 Grad hat es noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wann hier die schweren Kilometer beginnen. Noch schaut es moderat aus. Da kommt wieder ein Checkpoint, schauen wir mal. Und hier ist tatsächlich das Ticket rausgegraben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust dazu. Mal schauen, ob der auch keinen Bock hat zum Arbeiten, wie der andere. Jetzt geht sogar wieder abwärts. Das muss ja alles wieder hoch. Hier ist der Checkpoint. Lang. Summit Doi Internon, 9 Kilometer geradeaus. Also da war auch keiner, der wollte auch nichts sehen. Für was zahle ich eigentlich Eintritt? Das ist so, wie wenn man in der U-Bahn eine Fahrkarte kauft und man wird nie kontrolliert. Irgendwie möchte man doch, dass sie mal angesehen wird, dass man zeigen kann, schau her, ich habe dafür gezahlt. Aber es passiert nie. So,
Der Schlusseinstieg. Ich glaube, da vorne geht es übel los. Nach dieser Kurve, glaube ich. Da oben, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, links neben dem Baum, oben, dieses spitze Teil, das gehört, glaube ich, zum Doi-Internon. Es könnte dieses Observatorium sein. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe jetzt auch ganz andere Sorgen momentan. Also noch geht es ja mit 13%, 14%. Aber ich traue dem Frieden nicht. Da oben wird es wieder ein bisschen flacher. Da kommt noch irgendwas. Irgendeine Überraschung wartet noch auf mich. 5,5 km/h, 6. Scenic Area. Mal schauen, ob wir dafür einen Blick haben. Ich habe nur Blick auf den Tacho gerade. Was für ein Biest. Jetzt wird es gerade etwas eklig. Ja. 1900 Höhenmeter haben wir. Und sind auf 1960, 21 Grad. Ich muss hier weitermachen. Also, das ist mir das Härteste, was ich bis jetzt gefahren habe. Boah, es hört nicht auf hier. Also die letzten 10 Kilometer, die halten ihr Versprechen. Boah. Das erinnert mich an hier ans Kehlsteinhaus, wo ich mit einer anderen hoch bin. Boah, da ging es halt auch in 15-16% und es hat nicht aufgehört. Jetzt mal Pause machen und dann machen wir den Rest. Hallo, freundliche Menschen hier, aber ich glaube, ich bin noch nicht oben. Ja, ich sehe auch schon weiße Elfen rumspringen hier. Das müsste doch jetzt bald zu Ende sein. Ich habe jetzt 105 Kilometer. 2150 Höhenmeter. Höhenprofil, er sagt, das ist noch ein Stück. Auf 2215 bin ich. Das ist das Höhenprofil. Also irgendwie so 150, 200 Höhenmeter schätze ich noch. Boah, das Viech hört nicht auf. Das Viech hört nicht auf. – 2366 Höhenmeter gesammelt. Hier geht es zum Observatorium.
Auf 2428 bin ich. 19 Grad angeblich, von wegen. Ich kann ja meinen Atem schon sehen. Oh, das hört nicht auf. Also was habe ich gesagt? 265 ist er. Also 130 Höhenmeter noch. Puh. Eieiei. Das ist brutal hier. Das ist brutal. Wer sich mal richtig schinden will. Da hinten an Thailand. Oh Gott sei Dank. Jetzt geht es ein bisschen runter hier. Mal schauen, ob es das jetzt war. Laut Karte ist nicht mehr weit. Also ein paar Krümel noch. Was sagt denn das Höhenprofil? Es geht noch ein bisschen hoch. Also ich habe es noch nicht ganz geschafft. Also zumindest hier mal ein bisschen Rollerphase. Eieiei. Oh, das ist heftig hier. Oh, und jetzt wird es auch richtig frisch langsam. Ich schwitze zwar, aber hier oben ist es doch recht kühl. 17 sagt er, das fühlt sich an wie 13, 12. Das sind keine 17, 16. Naja. Aber gut, wir haben die Windjacke dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da oben aussieht. Ich glaube, das ist ziemlich unspektakulär, das ist bloß so ein Schild. Aussicht hat man keine. Das sind nur diese Parkplätze da unten, wo man ein bisschen Aussicht hat. Aber vielleicht gibt es ja was zu trinken und vielleicht einen Happen essen. Ich hatte nur mein Frühstück. Das war das Sticky Rice mit Mango. Das war alles. Und eine Flasche hier mit Zucker drin, halb voll mit Zucker. Vielleicht 300 Gramm oder so. Und eine Wasserflasche klar. Das war alles. So, jetzt kommen die letzten Meter. Auf geht's! Da hinten an! Oh. So, jetzt aber 20 Höhenmeter noch irgendwo. Und das war's dann. Ja, damit kann nur ich gemeint sein, weil ansonsten habe ich hier niemanden gesehen mit dem Rad. Boah, da hinten an. I made it. Lecco mio. Die letzten Meter. So, hier sind schon die ersten Autos am Parken, also irgendwo ist Ende jetzt hier. Oh. Schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Ja, da ist schon mal eine Kneipe. Kneipe ist immer gut. 13 Grad. Da war Husak 16. Hi. The highest spot in Thailand. Da steht's. Oh yeah. Oh yeah. So, hier ist Parkplatz. Das ist das hier, darf man da rein, muss ich gleich mal ausprobieren. Ja.
What is that? What is that? Military? It's only here. Okay. Okay. Also. Weiter geht's nicht. Oh. So. Also, da gibt es zumindest Nahrung und Getränke. Frank Bütterle ist völlig ausgelaugt, der braucht jetzt was. 15 Grad, sagt er hier. Okay, das stimmt mit dem Wahoo. Wahoo sagt 16. So. Ich hab's gemacht. I made it. Also da geht es zu Fuß hoch auf den Gipfel. Das machen wir jetzt natürlich auch noch. Wenn wir schon da sind, wollen wir ganz hoch. Aber erstmal die Kohle austrinken. So, bevor es jetzt wieder runter geht, genehmige ich mir noch einen Kaffee, ja, weil es hier ja gar so kalt ist, und ein paar gesunde Pringles noch. Aber ein ganz komisches Phänomen habe ich. Ich habe jetzt so ein Bitzeln in den Fingerspitzen, in beiden Händen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Temperatursturz ist oder irgendwas mit der Anstrengung oder beides. Das ist ganz komisch. Ich habe zwar Gefühl in den Fingerspitzen, aber das ist so ein ganz starkes Bitzeln in beiden Händen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich runterfahre, ob das dann weggeht. Ganz komisches Gefühl. So Freunde, das war's jetzt erstmal hier vom Doi Internon. Ich schaue, dass ich jetzt mal wieder runterkomme, bevor es zu schneien hier anfängt und ich den Hut da vielleicht brauche. Ich werde vielleicht noch ein-, zweimal anhalten. Da waren so Parkplätze oder bestimmte Punkte, wo man ein bisschen einen Ausblick hatte. Aber da hatte ich jetzt vorhin keinen Nerv da anzuhalten, weil sonst wäre ich vom Rad gefallen. Das kann ich jetzt in der Abfahrt machen, sofern die Bremsen mich zum Stehen bringen. Die schauen übrigens so jetzt aus. Totally verstaubt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Auch die Gabel sieht irgendwie so aus. Also entweder ist das von gestern oder von dieser sandigen Fata mit dieser tollen Komoot-Abkürzung. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es geht runter und dann sehen wir sich nochmal unten. Und ja, bis dann. Also ich fahre jetzt noch kurz auf dieses Observatorium hoch. Das ist nicht viel, nicht weit. Irgendwie 200 Meter oder so. Wenn man schon mal da ist, muss man das auch mitnehmen. Die Schranke war offen, also fahren wir durch. Da sind wir schon.
Na gut, da gibt es nicht viel zu sehen. Also, runter geht's. Wieder unten vom Berg. Das Tal hat mich wieder 2640 Höhenmeter, 150 Kilometer. Ich habe jetzt noch 50 nach Hause. Machen wir die 200 voll. Aber ich verabschiede mich jetzt schon, weil der Rest der Tour ist unspektakulär und hässlich am Highway entlang. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Gebt mir wie immer einen Daumen und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Schreibt einen Kommentar, teilt das Video mit euren Kumpels. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Von wo, weiß ich noch nicht. Ob es noch ein Video von hier gibt oder von woanders. Auf jeden Fall bis dahin. Ciao, ciao. Von wegen.